Das hat nach meinem Verständnis von Rechtsstaat recht wenig zu tun. Ein Behördenleiter, der abhängig ist von einem Parteiminister, darf nicht instrumentalisiert werden zur politischen Gegnerbekämpfung. Was würde denn das Land sagen, wenn wir dann nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr einen AfD-Innenminister hätten, der dann einen AfD-nahen Mann zum Präsidenten des Verfassungsschutzes macht, der dann plötzlich erklärt, die Grünen sind verfassungsfeindlich und wir werden jetzt mal ein Verbotsverfahren gegen die Grünen einleiten. Die größte Gefahr sehe ich derzeit vom Linksextremismus. Hey Leute und herzlich willkommen. Der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Dr. Hans-Georg Maaßen, deckt auf, wie der Verfassungsschutz heute als politisches Werkzeug gegen die AfD und andere Gegner eingesetzt wird. Wie wird der Begriff extreme politische Ansichten missbraucht, um die Demokratie zu gefährden? Maaßen packt aus und diese Wahrheit könnte euch den Atem rauben. Auf geht's! Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch vom letzten Mal so zeitnah wieder fortsetzen können. Wir haben aufgehört mit dem Verfassungsschutz, der sich der Verfassungsschutz Niedersachsen jetzt als Antifa geoutet hat. Ich würde gerne mit der Frage einsteigen, weil wir viele Zuschriften erreicht haben, auch, was ist denn die originäre Aufgabe des Verfassungsschutzes in Deutschland? Was soll der tun und was soll der sicherstellen? Also der Verfassungsschutz in Deutschland, so ähnlich auch BVT in Österreich, ist ein Inlandsnachrichtendienst. Es ist kein Geheimdienst. Geheimdienst sind diejenigen, die auch diese, ich sage mal, schmutzigen operativen Maßnahmen machen. Sondern Nachrichtendienst heißt, es werden Nachrichten gesammelt. Sie werden analysiert. Daraus werden Lagebilder gemacht für die Politik, Warnhinweise für Polizei. So, und der Inlandsdienst hat die Aufgabe, Informationen zu sammeln über verfassungsfeindliche Bestrebungen, die im Grunde genommen eine Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wollen, seien es Linksextremisten, Rechtsextremisten, Islamisten, aber ein Schwerpunkt der Arbeit seit jeher ist die Bearbeitung ausländischer Staaten, Russland, China, andere Staaten, die jedenfalls durch Einflussnahme auf die deutsche Politik, durch mögliche Sabotage- und Spionagehandlungen unsere freiheitliche Demokratie gefährden können. Sie sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Nachrichtendienst und Geheimdienst. Das ist interessant, darauf möchte ich dann noch zurückkommen. Wenn ich mir den BVT in Österreich, den Bundesverfassungsschutz oder die Behörde in Deutschland ansehe, dann sind die Warnhinweise, die wir hier in den letzten Jahren und auch aktuell bekommen, ganz klar, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr. Wenn ich mir den Verfassungsschutz in Deutschland, den Verfassungsschutzbericht ansehe, dann sind dort auch beispielsweise alternative Medien wie Kompaktmagazin oder andere oder Verlage oder Gruppierungen genannt, die jetzt nicht zu Gewalt aufrufen und die auch nicht sagen, wir müssen das Regime wegputschen, sondern die in der Sprache eine klarere Linie fordern, die durchaus die Regierung als feindlich bezeichnen oder Ähnliches. Würden Sie diese Einschätzung teilen, dass von einem rechten Extremismus die größte Gefahr ausgeht, oder was ist aus Ihrer Beobachtung jetzt als Politiker die größte Gefahr für Deutschland? Also zunächst einmal Österreich und Deutschland gehen in gewisser Hinsicht einen Sonderweg in der westlichen, in der freiheitlichen Welt. Insoweit, als dass, wenn man mit den Kollegen aus dem Nachrichtendienst von der Schweiz, von Frankreich, von Großbritannien redet, auch USA, FBI, die schütteln einfach den Kopf, wenn man sagt, wir beobachten Parteien, rechte Parteien oder rechtsextreme Parteien. Oder wir beobachten Einzelpersonen wegen ihrer bestimmten Meinung. Das ist in anderen Staaten völlig undenkbar, jedenfalls in freiheitlichen Staaten. Die Deutschen sind einen Sonderweg gegangen, die Österreicher, so mein Eindruck, sind hinterhergelaufen. Vielleicht war es auch umgekehrt, aber ich vermute, es war eher so gewesen. Und ich habe damit meine Probleme, muss ich sagen, gerade vor dem Hintergrund, dass der Chef des Verfassungsschutzes, der oberste Chef, ist ein Minister. Und er hat ein Parteibuch. Und dieses Parteibuch ist derzeit rot. Österreich weiß ich gerade nicht, wer der zuständige Minister ist. Wir sind ja gerade in die Regierungsbildung. Wir wissen ja noch nicht genau. Vielleicht bekommen wir sogar einen Grünen mit einer österreichischen Ampel. Ja. So, und
der Behördenleiter untersteht ihm, ist weisungsabhängig. Das heißt also, wenn der Minister sagt, bitte beobachte mal meine Konkurrenz, hat der Präsident, der Leiter der Behörde grundsätzlich zu spuren. Er kann zwar noch remonstrieren, aber natürlich wird der Minister sagen, also er hat die Äußerung von dem und dem gehört, der delegitimiert hier die Regierung als Beobachten. Aus meiner Sicht ist das sehr gefährlich, was in Deutschland sich über Jahrzehnte entwickelt hat, wo ich auch nachvollziehen kann, dass die Politik den Verfassungsschutz in Teilen bewusst instrumentalisiert, um meine politische Gegnerbekämpfung zu betreiben. Das hat man schon in den 80er Jahren in Bayern wahrgenommen, wo die CSU unter der Ansage, es darf rechts von der CSU keine neue Partei geben, den Verfassungsschutz von alleine gelassen hatte, um politische Gegner im Bereich rechts auszugrenzen, damit es keine Konkurrenz zur CSU gab. Aber das hat nach meinem Verständnis von Rechtsstaat recht wenig zu tun. Ein Behördenleiter, der abhängig ist von einem Parteiminister, darf nicht instrumentalisiert werden zur politischen Gegnerbekämpfung. Haben Sie eine solche politische Einflussnahme in Ihrer Amtszeit erlebt? Gab es solche Weisungen? Griff da mal der Minister zum Hörer und rief Sie an? Nein, mir gegenüber nicht. Ich hatte vielleicht auch bei Minister Friedrich vor allem besonders Glück gehabt. Andere haben mich vielleicht nicht so ausdrücklich ansprechen wollen, weil ich auch immer klar gesagt habe, ich bin nicht der Büttel der Politik. Aber ich habe das auf andere Art und Weise erfahren. Ich erinnere mich noch, es gab eine Landtagswahl in Baden-Württemberg. Damals war ein SPD-Mitglied Innenminister in Baden-Württemberg und das zuständige Landesamt kam auf mich zu, ob wir nicht kurz vor der Landtagswahl die AfD zum Prüffall erklären könnten. Da habe ich gesagt, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich bin ja nicht der Büttel des Landesministers, eines Ministers. Und jetzt kurz vor der Landtagswahl, wo klar war, dass die SPD abgewählt würde, sage ich mal schnell und prima, und jetzt beobachten wir die AfD. Das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich unmöglich. Aber leider nehme ich wahr, dass das in Deutschland inzwischen achselzuckend einfach hingenommen wird. Das haben wir jetzt in verschiedenen Bundesländern ja in der Praxis erlebt. Dort saß jetzt kein Präsident des Verfassungsschutzes, der das nicht tun wollte. In Bayern beispielsweise, wenige Monate vor der Wahl, wurde die AfD Bayern zum Beobachtungsfall erklärt oder wurde als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Vorgang, aber das ist uns vor den bayerischen Landtagswahlen aufgefallen. Und nächstes Jahr sind ja die großen Bundestagswahlen und jetzt diskutiert man ja schon über ein mögliches Verbot der AfD. Halten Sie das für überzogen? Ich halte jedenfalls die politischen Hintergründe für gefährlich. Es ist politisch motiviert, ganz klar. Und ich muss sagen, was würde denn das Land sagen, wenn wir dann nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr einen AfD-Innenminister hätten, der dann einen AfD-nahen Mann zum Präsidenten des Verfassungsschutzes macht, der dann plötzlich erklärt, die Grünen sind verfassungsfeindlich und wir werden jetzt mal ein Verbotsverfahren gegen die Grünen einleiten. Das würde keiner in Deutschland verstehen, aber dass man jetzt diese Politik einfach so hinnimmt, eine SPD-Innenministerin hat einen Behördenleiter, der vollmundig erklärt, das ist jetzt eine verfassungsfeindliche oder eine verfassungswidrige Bestrebung, dass da keiner sich Gedanken darüber macht, dass das problematisch ist, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und welche Gefahren sehen Sie hauptsächlich für Deutschland? Denn jetzt sind Sie natürlich nicht mehr der Chef des Verfassungsschutzes, aber Sie beschäftigen sich nach wie vor sehr intensiv mit Sicherheitsfragen und Sie können als Politiker ja heute beurteilen, ist es der Islamismus, sind es die eigenen Politiker, wir hatten im letzten Gespräch über die antideutschen Bestrebungen gesprochen, sind es die internationalen Strukturen, die hier über Konzerne sich schon mehr oder weniger den Staat unter den Nagel gerissen haben? Was sind denn die Gefahren, die Deutschland aktuell bedrohen, beziehungsweise seine Verfassung bedrohen? Die größte Gefahr sehe ich derzeit vom Linksextremismus, wenn man den noch so als links beschreiben kann. Das Phänomen hat sich ja auch da deutlich verändert, nämlich die Leute, die den langen Marsch durch die Institutionen gegangen sind, die Antifa-nah sind, die aus dem Bereich der Roten Hilfe kommen, die früher mal in neomarxistischen Gruppierungen waren und dann einen Anzug mit Krawatte dann tragen.
und so tun, als ob sie bürgerlich sind, aber ihre klassische alte linksextremistische Agenda fortsetzen. Und diese Leute sind durch die Parteien gegangen, sind teilweise auch in den Unionsparteien vertreten. Und auf die hätte man schon wesentlich früher ein Augenmerk lenken müssen. In meiner Funktion als Verfassungsschutzpräsident habe ich das immer im Blick gehabt. Aber was ich derzeit wahrnehme, ist, diese Leute und diese linksextremistischen Bestrebungen breiten sich aus. Und Sie sprechen ja bei diesen Linksextremisten nicht nur von den Stiefeltruppen, die Autos anzünden, die Leute überfallen, die Wahlplakate abreißen, sondern auch von denen, die tatsächlich Politik machen und das Land in eine Situation bringen, wo viele aus dem Ausland schon vom Abriss Deutschland sprechen. So ist es. Man muss sich die Frage stellen, warum werden bestimmte politische Entscheidungen getroffen? Warum werden Millionen Migranten ins Land gelassen, obwohl das Ausländerrecht das nicht vorsieht? Dann kommt man wieder zur Ideologie und dann muss man sich fragen, wer steckt dahinter, welche Bestrebungen stecken dahinter. Und dann kommt man relativ schnell jedenfalls auch zu den harten Neomarxisten, die diese Politik mitgestalten. Vor dem Hintergrund ist für mich eben der Linksextremismus derzeit die größte Gefahr für unsere Stabilität.